So, liebe Leute, es wird Herbst, es wird kalt, also ist doch genau die richtige Jahreszeit, um mit einem Ausbau zu starten. Und damit willkommen Zu einer neuen Folge mit Neuland Stories. So langsam trudeln die Teile ein, die wir brauchen, um unseren Krogu, so haben wir ihn genannt, unseren Suzuki Jimny umzubauen zu einem kleinen Abenteuermobil. Und wir fangen mit was an, das natürlich überlebensnotwendig ist, zumindest wenn man Basti heißt. Jetzt kriege ich direkt wieder Ärger, weil ich was mit Sound mache. Aber es macht ja schon Sinn, erstmal alles zu verkabeln, was man verkabeln muss, weil danach kommen wir nicht mehr ran. Wenn der Ausbau irgendwie drin ist, dann kommen wir nicht mehr an die Verkleidung dran, die wahrscheinlich raus muss. Und insofern macht es schon Sinn. Ja, red dich nur mal um Kopf und Kragen. Und außerdem sind die Sachen halt schon da. Ja. Und andere Sachen nicht. Ja, hat er wohl recht. Also fangen wir an mit Sound und unserem elektronischen Setup eigentlich. Ja, aber bevor wir starten können, müssen wir erstmal alles rauskriegen, was vorher hier eingebaut wurde. Da sind schon Boxen drin, die sind eigentlich ziemlich cool, aber passt nicht so für uns, wie wir uns das vorstellen. Deswegen müssen die erstmal raus. Wir haben noch keine Ahnung, wie das geht. Planlos geht der Plan los oder so. Genau. Hat irgendjemand mal gesagt. Und damit auf in die Jimny-Ausbauserie. Das ist die Box oder die Boxen, die vorher schon drin waren. Das haben wir, glaube ich, schon mal bei der Vorstellung vom Jimny ja gezeigt. Die sind eigentlich echt ziemlich cool, robust und ja, mit diesem klassischen, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, Boxen. Das ist schon alles ziemlich praktisch, aber wir müssen... Euroboxen? Ich glaube schon, ja. Sind es Euroboxen? Keine Ahnung. Egal wie, das muss raus, weil das vom Platz her einfach nicht so passt, wie wir das machen müssen, wollen und vielleicht auch ja, zu schwer, nicht gut genug aufgeteilt für uns. Deswegen kommt es jetzt erstmal raus. Vielleicht können wir es ja irgendwann wiederverwenden, das wäre natürlich ganz cool. Zumindest diese Plastikboxen. Ich hoffe, dass es jetzt eigentlich ziemlich einfach ist, dass ich hier nur die Sicherung rausmachen muss aus diesen Stäben und dass die Box nur damit befestigt ist. Ja, praktisch. Das wäre sehr praktisch. Dann kann man es einfach rausziehen und fertig. Die erste Stange ist draußen, aber die ging nicht ganz durch. Also müssen wir die alle einzeln aus den Boxen rausziehen. Also ich kann das in die Richtung weg. Aber guck mal, jetzt kannst du die kannst du jetzt rausnehmen. Zieh hier. Okay. Oben. Und jetzt kann man das einfach wegheben? Ja, ne? Nee, hier ist noch eine. Okay, Stangen sind raus. Jetzt müssten wir theoretisch... Ja. Sehr gut. Hier ist noch eine. Sehr gut. Kann man die hier bestimmt auch Ja. wegmachen? Die brauchen wir ja eigentlich nicht. Nee. Festgeklebt. Okay. Okay, hinten hätten wir alles rausgebaut. Das war jetzt nur mal für uns, um zu gucken, wie das alles darunter aussieht. Aber damit wollen wir uns heute gar nicht beschäftigen, weil wir noch nichts haben, was wir da reinbauen können. Heute kommt ja, wie am Anfang schon versprochen, die Soundanlage. Die ist sehr relevant. Denn dieses Radio und die Boxen ist, glaube ich, das Schlechteste und Schlimmste, was ich jemals in einem Auto gehört habe. Damit können wir nicht arbeiten und wir brauchen ja auch irgendwie ein Navi und haben auch keine Lust, einen zweiten Bildschirm irgendwo hinzumachen. Deswegen kommt ein neues Radio rein. Hier vorne kommen neue Boxen rein. Auch nicht viel größer, sondern einfach nur ein bisschen andere. Und unter den Sitz kommt ein kleiner Subwoofer, damit wir ein bisschen Sound haben und auch gut Podcast hören können.
Das ist natürlich auch wichtig. Und dann fehlt eigentlich nur noch eins an der Elektronik. Und zwar werden wir natürlich unsere Powerstation einbauen. Die haben wir jetzt aber noch nicht. Und wir haben dafür auch einen Charger, der während der Fahrt die Powerstation lädt. Das zeigen wir euch aber nochmal, wenn wir das dann einbauen. Und das war es eigentlich soweit auch, was wir an Elektronik überhaupt machen können. Das ist das aktuelle Radio. Das hat nur CD-Player. Ich hoffe, dass das neue da ganz normal reinpasst. Es könnte aber sein, dass wir diesen ganzen Rahmen tauschen müssen, weil es von der Form ein bisschen anders ist als das neue Doppel-DIN-Radio. Das werden wir jetzt gleich mal rausfinden, wenn es drin ist. Ja, und dafür muss erstmal der Rahmen raus. Eigentlich sollte das auch nicht so kompliziert sein, das auszubauen. Man muss eigentlich nur den Aschenbecher rauspacken. Und die 2 Schrauben lösen, wenn man da rankommt. Und da hinten ist auch noch eine. Und jetzt im besten Fall kann man einfach das Plastik von unten nach oben lösen. Im besten Fall. Ja, okay. 2 Stecker müssen raus. Einmal vom Warnblinker und vom Aschebecher. Sieht auch ziemlich selbst gebastelt aus. Irgendwie. Ob das so gehört, keine Ahnung. Unsere Idee ist, dass wir jetzt hier unten noch 2 USB-Steckplätze hinbauen vom Radio und vielleicht noch Schalter für zusätzlich. Vielleicht kann man das dann noch mal verwenden dafür. So. Was ich mir jetzt habe sagen lassen, ist, dass man diese Nupsis hier raufstecken sollte, wenn man das wieder rein tut. Und es ist einfacher, wenn man die nach hinten, glaube ich, durchsteckt. Oder? Eins. Ja, ich habe noch überlegt, da ein Magnet dran zu machen. Sag mal. Und jetzt, wenn das Radio draußen ist, kommt man auch wieder an diese gelben Nupsis dran. Und wenn man sich nicht zu doof anstellt. Tschüss, bye bye. Ich mach's mal ohne Handschuh. So, wenn wir ja was können, dann ist es Nupsis verlieren. Guck mal, das ist aus Plastik abgebrochen. Der Rahmen fürs Radio ist schon mal draußen, Radio ist draußen und jetzt müssen wir noch die Verkleidung rausbauen, damit wir ein Kabel von Radio und von der Batterie zum Subwoofer und dann Sitz verlegen können. Und ich wollte gerade sagen, ich weiß noch nicht, wie das geht. Hier gibt es auf jeden Fall Schrauben. Das ist jetzt eher ungeschickt. Die dreht eher hoch, hohl oder was? Ja. Easy peasy. Also eine Schraube, die nicht so richtig gehalten hat. Das war's. Das ist nur so ein Stecknupsi, das war gar keine richtige Schraube. Naja. Und hier sind wir dann schon bei der Box. Und die wird eigentlich jetzt nur ausgetauscht. Ich weiß auch nicht, ob man den Sound mal vorher hätte zeigen sollen. Aber da hätte es nichts zu hören gegeben. Okay, ich habe so eine Vermutung, dass der Stecker vielleicht nicht auf die neuen Boxen passt. Und einen Adapterstecker sich besorgen muss oder einfach die Kabel zusammenbringt. Das sind die neuen, passen natürlich nicht. Also der Stecker nicht. Das heißt, man könnte jetzt einfach den Stecker abschneiden, 2 Kabelschuhe da dran machen und die hier drauf stecken. Die natürlich auch noch unterschiedlich groß sind. Mann. Ein Lautsprecher ist zumindest schon mal eingebaut. Wir gucken jetzt mal, dass wir das Radio angeschlossen bekommen.
damit wir testen können, ob der Lautsprecher denn richtig angeschlossen ist, weil man ist auch so ein bisschen blind, welches Kabel wohin kommt. Und ja, fingers crossed, dass es jetzt zumindest schon an der richtigen Stelle ist. Also das ist jetzt echt ein Try-and-Error-Ding. Das habe ich irgendwie alles anders erwartet hier. Das geht schon mal an. Das geht schon mal an. Doch, komm. Doch. Während Basti auf der anderen Seite den Lautsprecher einbaut, versuche ich einen Weg für folgendes Kabel zu finden. Wie heißt das nochmal? Chinch. Chinch. Chin. Ob mich jemand gefragt hat, ob ich ein neues Audiosystem brauche, ich weiß ja nicht. Jetzt sitze ich hier. Ist das egal wie rum? Wie meinst du? Naja, gibt Ach es so, vorne ja. und hinten? Nee. Ob ich Spaß bei der Arbeit habe? Weiß nicht, Digga. Komm mal an. Schon immer Kabel verlegen, geliebt. Gehörte zu meinem absoluten Steckenpferd. Dafür läuft es doch ganz gut. Ja, außer, dass ich ein Kabel vergessen habe und jetzt das Ganze nochmal machen darf. Hab's. Au. Ich glaube, ich baue mir einen kleinen Ofen in unseren Van und fahr los. Tschüss. Das muss durchgelegt werden. Ja, zumindest. Ja, eigentlich schon. Ja. Wir schauen gerade noch mal nach anderen Kabeln, weil wir nicht nur den Subwoofer an die Batterie legen müssen, sondern auch noch unseren neuen Charger, der nachher unsere Powerstation laden wird. Das schaffen wir heute gar nicht mehr, das zeigen wir euch nochmal in Ruhe. Wir wollen jetzt nur mal gucken, wie viel Platz wir noch brauchen, um zur Batterie zu kommen. Das ist nämlich ganz schön eng, um da Kabel durchzulegen nach vorne. Und das ist ein ganz schöner Oschi hier, der da noch durch muss. So, wir werden das jetzt so machen, dass wir auf der Fahrerseite das Kabel für den Subwoofer durchlegen. Einmal Plus und einmal Minus. Und das große Kabel, was wir euch gerade gezeigt haben für den Charger von der Powerstation, das legen wir auf der Beifahrerseite durch, weil das doch einfach viel zu dick ist. Und da ist auch nochmal ein Durchgang, da ist noch alles ein bisschen enger. Also auf beiden Seiten eigentlich kein Platz. Aber irgendwie müssen wir den jetzt schaffen, den Platz. Friemelei. Eine sehr dolle Friemelei. Fragt uns nicht, wie wir es geschafft haben, aber hier haben wir so einen kleinen Draht durch die Öffnung durchbekommen und da machen wir jetzt die Kabel dran und dann hoffentlich können wir es auf die andere Seite durchziehen. Warum lachst du? Weil deine Mütze schon so ausgelottert ist. Manchmal echt irgendwie Mission Impossible Teil 1. Zieh. Und dann hoffe ich einfach. Ja. Jetzt geht's los. Ich habe kein gutes Gefühl. Doch. Es ist da. Okay, warten. Jetzt machen wir. Also hast du schon genug? Ja, also ich könnte noch ein Stück. Jetzt. Ja, gut. So langsam wird es kalt. Man merkt, es ist Herbst. Ich bin fast schon gewillt, jetzt auch das große Kabel da durchzuziehen. Kommt's? Jetzt? Ja. Durch. Nice. Beide da. Brillant. Wenn wir jetzt hier nicht so einen Kabelsalat hätten. Sehen uns morgen früh. Ich muss das nur noch schnell auseinanderdröseln.
meine, es gibt zwar jetzt keinen Vergleich, weil wir das vorher nicht gezeigt haben, aber also vorher hat es sich angehört wie aus Joghurtbechern. Also es ist schon ganz gut geworden. So kann man auch mal hören, was man hört. Neuer Tag, neues Gefriemel. Wir sind schon heute ziemlich fleißig gewesen, haben ganz schön was geschafft. Ein bisschen ohne Kamera, weil es einfach nur irgendwie Kabel hier hinten drin, Radio raus, Radio rein, immer wieder umschrauben, damit irgendwann dieser Rahmen gepasst hat. Das hat ein bisschen gedauert, aber wir haben alles drin. Subwoofer ist drin, die neuen Lautsprecher sind drin, das Radio ist drin, da dran ist noch eine GPS-Antenne, die haben wir durchgefriemelt und ich glaube, das war's. Alle Kabel sind schon verlegt, verzurrt, gut verstaut. Sound, Setup, check. Haben wir fertig. Hat einen Tag länger gedauert als geplant, aber das hält sich noch in Grenzen. Aber das Schöne ist, heute ist die Powerstation gekommen, von der wir gestern erzählt haben, dass wir mit dem Technik-Setup quasi beginnen wollen und das fertig machen wollen. Da fehlt ja eigentlich nur noch der Charger und die Powerstation. Powerstation ist jetzt auch da. Damit können wir jetzt weitermachen. So, jetzt aber zu unserem Elektro-Setup. Wir wollen natürlich auch mit unserem Jimny wieder komplett autark unterwegs sein. Und da hatten wir nicht so richtig eine Lösung. Da haben uns aber die lieben Menschen von Wattstunde auf eine ziemlich coole Idee gebracht. Die haben wir auf dem Caravansalon in Düsseldorf getroffen. Und zwar gibt es die Möglichkeit, eine Powerstation nicht nur über ein Solarpanel zu laden, sondern auch über einen Charger mit der Lichtmaschine. Das wussten wir überhaupt nicht und es ist ziemlich genial, denn so können wir während der Fahrt die Powerstation auch laden, wenn die Sonne mal nicht scheint. Und wir haben dafür die EcoFlow Delta 3 Plus genommen. Die ist ziemlich klein und kompakt, hat aber extrem viele Anschlüsse und sehr viel Power, was für uns natürlich zum Arbeiten sehr gut ist. Dazu gibt es den passenden EcoFlow Alternator Charger. Das ist also der Charger, der direkt an die Lichtmaschine geschlossen wird, dann an die Powerstation und mit bis zu 800 Watt die Powerstation laden kann, was wirklich extrem viel ist. Ich weiß gar nicht, ob unsere Lichtmaschine so viel hergibt. Ansonsten hat man dann aber auch die Möglichkeit, mit der App die Power ein bisschen runterzufahren, damit die Lichtmaschine vielleicht nicht ganz so malträtiert wird, wenn man nicht so viel Kraft hat. Aber man hat halt die Möglichkeit, wirklich sehr viel Power drauf zu geben. Und falls wir dann aber doch mal irgendwo länger stehen, haben wir auch natürlich ein Solarpanel dabei. Das ist das Sunfolder 140 Watt. Das ist ziemlich klein, sehr kompakt, hat aber trotzdem sehr viel Power. Ist, glaube ich, für uns sehr passend. Wir haben nicht viel Platz, hat ein richtig kleines Packmaß. Das sehen wir nachher alles ja auch nochmal. Und dann sind wir, glaube ich, ziemlich gut gerüstet, sehr flexibel und müssen nicht mehr noch irgendwelche Kabel verlegen, keine große Batterie irgendwo reinpacken, die wir dann für nichts anderes nutzen können. Und so haben wir da alle Anschlüsse, können die auch umstellen und auch mal nach draußen packen, wenn es nötig ist und eben während der Fahrt oder mit Sonne laden. Wir vertrauen auch wieder total gerne auf die Empfehlung von Wattstunde, auch beim Jimny-Projekt. Wir haben mit denen nämlich schon mal zusammengearbeitet, als wir den Van ausgebaut haben. Da ist unser Elektrik-Setup auch teilweise von Wattstunde. Schaut am besten mal in dem Shop vorbei, der heißt solarkontor.de. Da gibt es extrem viele Lösungen für jegliche Elektrik-Setup, die ihr euch vorstellen könnt. Da ist, glaube ich, für jeden was dabei. Und wenn ihr aktuell bis zum 26.10. da einkauft, bekommt ihr sogar teilweise bis zu 50% Rabatt. Und mit unserem Code NEULANDPOWER bekommt ihr nochmal 5% on top. Schaut am besten einfach mal auf solarkontor.de vorbei. Wir packen alle Infos natürlich wie immer nochmal unten in die Beschreibungsbox. Und jetzt bauen wir das auch mal alles ein. Als erstes müssen wir uns aber einen Platz suchen, wo das Kabel nach vorne durchkommt. Tja, wir müssen entweder da oder da durch. Und da war es jetzt ja schon ganz schön eng, als wir die anderen Kabel durchgezogen haben. Und da müssen wir wahrscheinlich die Batterie rausnehmen, damit wir da rankommen. Ich glaube, Batterie rausnehmen. Es macht auch einfach mehr Sinn, auf der Beifahrerseite das durchzuführen, weil ja auch hinter der oder unterm Beifahrersitz quasi der Charger sitzen wird und dann dahinter die Powerstation. Deshalb hoffen wir einfach, weil wir jetzt auch die Größe von der Durchführung, wie nennt man es, Firewall,
noch nicht gesehen haben, dass, weil das Kabel für den Charger ist gar nicht mal so klein, dass das da dann auch durchpasst. Aber ich bin sehr zuversichtlich. Solange Basti die Batterie ausbaut, zeige ich euch mal noch den Subwoofer, weil den haben wir euch noch gar nicht gezeigt. Der liegt nämlich unter dem Fahrersitz jetzt. Das ist unser Untersitz-Subwoofer. Macht einen ziemlich coolen Sound, finden wir. Und hat sich schon richtig gut gelohnt. Denn es gibt nichts Anstrengenderes, als unterwegs zu sein und schlechte Musik oder schlecht Podcasts zu hören. Und ja, der passt einfach jetzt hier wunderbar drunter, selbst für einen mini kleinen Jimny. Eine lange Schraube. Das ist eine lange Schraube. Also diesen Batteriehalter hätte man nicht oben abschrauben müssen, den hakt man einfach unten aus. Bisschen lose Schrauben reicht. Learning by doing und so. Ist schwer? Bisschen. Ja, da ist wenig Platz drin. Das ist das Schmuckstück. Sieht erstmal monströs aus, aber es müssen nur das Teil muss nach vorne. Der dicke Teil bleibt hinten drin. Und vorne kommt dann noch die Sicherung dran vor der Batterie. Gefühlt ist alles größer als die Batterie an sich schon selbst. Aber das wird gut funktionieren. Warum guckst du dann so skeptisch? Weil wir das zum ersten Mal machen. Ein bisschen einfach. Eigentlich am liebsten hier, wo dieser dicke Schlauch sitzt. Das werden wir aber wahrscheinlich nicht bewegen können. Deswegen auf der anderen Seite vorbei. Los, goes. Man ist halt absolut blind, ne? Ja, das ist mit dem Cutter an Kabeln immer gut. Okay, jetzt ist ein Loch drin. Okay, ich bin durch. Da ist es. Ich glaube, ich würde jetzt doch schon die anderen beiden einfach dran packen und Ja, okay. durchziehen. Also ich ziehe. Ich weiß jetzt nicht, ob ich nur den Draht rausziehe. Oh, ich glaube, das ist zu klein, das Loch. Ja. Ziehst du? Ja. Aber ich sehe. Ob du ziehst. Oh, warte, ich sehe sogar graues Tape. Echt? Ja. Reicht schon oder mehr noch? Ist das Rote dann schon dabei? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Also jetzt ist es quasi ganz durch fast bei mir. Ja. Hey, es war ja voll einfach. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich dachte, wir brauchen jetzt wieder ewig. Massepunkt ist schon mal dran. Das läuft wie geschmiert. Jetzt müssen wir noch die Sicherung ans Pluskabel packen, an die Batterie wieder rein und dann Können wir schon testen, können wir theoretisch. eigentlich schon testen. Krass. Mit 125 Ampere ist es abgesichert. Das ist mal eine große Sicherung. Oh, das ist ja. Was ist reingedrückt? Noch fett kommt ab, ne? Es ist noch nicht fest. So, am Plus ist alles dran. Die Sicherung ist dran. Hier Masse ist auch alles dran. Jetzt brauchst du nur wieder Masse an der Batterie und dann können wir es eigentlich anschließen und testen. Angeschlossen. Also zumindest hier vorne. So, wenn man mit Elektronik arbeitet, muss man schon auch echt puzzeln mögen, oder? Okay. Jetzt kommt der Charger. Das ist das gute Stück. Der kommt bei uns unter den Sitz. Das ist echt cool, dass der so flach ist. Dann passt es da ganz gut hin. Und das Abgefahrene bei dem Charger ist auch, dass das in beide Richtungen funktioniert. Das heißt, wir können mit der Lichtmaschine unsere Powerstation laden. Wenn aber jetzt theoretisch unsere
Batterie leer wäre und wir nicht starten können, können wir auch andersrum mit dem Charger von der Powerstation unsere Batterie laden. Das ist natürlich ziemlich cool, falls man dann doch irgendwie nicht überbrückt werden kann oder irgendwas, dann kann man das ein bisschen laden mit ein bisschen Geduld und kann dann auch wieder starten. Und man kann mit der App auch wirklich extrem viele Einstellungen vornehmen. Das gucken wir uns aber dann nochmal in Ruhe an natürlich. Auch wie man das einstellt, mit wie viel Watt der laden soll. Das ist ja recht relevant für die Lichtmaschine. Und erstmal testen wir, ob das alles funktioniert. Schließen da die Kabel an. Nun hoffen wir, dass die Powerstation lädt. Das wäre echt ein Knaller. Und lesen das Handbuch. Lesen natürlich das vorher. Handbuch. Und ja, man kann die Powerstation eigentlich auch über den Zigarettenanzünder laden, aber da bekommt er gar nicht so viel Leistung wie jetzt über diesen Charger und über die Lichtmaschine. Über, keine Ahnung, den Zigarettenanzünder würde es Stunden dauern, bis die Powerstation voll ist, und mit dem Charger, keine Ahnung, wie lange? Kann ich auch noch nicht sagen. 1,5 Stunden, 2 Stunden vielleicht? Ich weiß nicht. Es kommt ja auch darauf an, wie viel Watt man einstellt. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall wesentlich schneller, und da wir unterwegs auch arbeiten, sind wir absolut auf Strom angewiesen, und dann ist es natürlich perfekt, wenn wir nicht stundenlang durch die Gegend fahren müssen, damit wir geladen haben. Am besten natürlich mit Solar, aber auch da sind wir an Fläche begrenzt. Eigentlich ist es wirklich nicht kompliziert. Das Kabel von vorne, ich meine, hier sind ja diese 4 Stecker dran. Die sind auch bezeichnet. Schon ein Auto drauf. Ist eine Powerstation drauf. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Die beiden außen, die bleiben so besetzt. Also da muss man gar nicht ran. Da kann man, glaube ich, dann auch was in Reihe schalten. Das, was wir nicht haben. Deswegen gar nicht mit auseinandergesetzt. Da kann man noch mehr nutzen. Wir brauchen nur die beiden hier. So, ins Auto kommt das Ding dann natürlich, ne? Alternator in, da steht es auch nochmal drauf. Klick dran. Machen wir wieder andersrum, dass wir das nicht hier so. Ist aber ein großes Kabel. App ist runtergeladen. Bluetooth-Verbindung ist fehlgeschlagen. Warum? So, es wird jetzt gerade noch nicht geladen, deswegen schmeiße ich es mal an und dann gucken wir, wie viel Watt da so reinkommen. Im besten Fall 400, was wir eingestellt haben. Das ist richtig. Stimmt, das hattest du ja schon verstellt. Ja. Okay, kann ich? Tu es. Von Rot auf Grün gesprungen, bei einer Spannung von 14 Volt, was wir eingestellt haben. Also läuft. 400 Watt Input. Nehmen wir. Spannung ist konstant. Sieht gut aus. Ja, angesprungen ist er auch nochmal. Ja, stimmt, das war jetzt auch nochmal so eine... Ja, hier kannst du sehen, wie lange es dauert bei 400 Watt. Yes, yes, yes. 2 Stunden für eine Ladung bei 400 Watt. Also bei 800 dementsprechend weniger. Aber ich glaube, mit 400 können wir ganz gut leben. Also wenn wir die Spannung angepasst haben, die Wattzahl angepasst, funktioniert, charged mit genau den 400 Watt, die wir angegeben haben. Happy Basti. Happy Svenny hoffentlich auch. Ja. Richtig cool. Ich habe gerade nichts zu meckern. Nice. Scheint irgendwie alles zu funktionieren. Sehr gut. Jetzt brauchen wir nur noch den Platz dafür, das alles verstauen. Und dann haben wir eigentlich unser Elektrik- und Technik-Setup fertig. Nice. Geil. Kann also losgehen, oder was? Kann losgehen. Wir legen uns aus Roof Rack. Das war eine einfache Installation, muss man schon sagen. Ja, wirklich. Ja, Premium. Dann alles an seinem Platz.
Und dann ist Projekt Elektronik. Das ist so krass, weil das einfach so ultra lange beim Van gedauert hat. Ja, stimmt. Bis wir alles verkabelt hatten und... Ja, das ist halt eine richtig einfache Methode. Also Leute, wir Ja. können es einfach nur... Na gut, wir machen jetzt den Feldtest. Und dann sagen wir nochmal natürlich, wie das alles funktioniert. Aber bisher... So haben wir uns das vorgestellt. Ja. Ein einfaches Setup, was trotzdem irgendwie viel Power hat, was wir gut zum Arbeiten benutzen können. Während der Fahrt laden. Sehr Trotzdem gut. mit Solar laden, ist doch perfekt. Richtig gut. Nice. Also jetzt alles noch an seinen Platz bringen und dann Haben wir das abgeschlossen. Projekt UNO abgeschlossen. Alles ist an seinem Platz, zumindest so ungefähr. So haben wir uns das gedacht, dass jetzt unter dem Sitz der Charger steht. Hinter dem Beifahrersitz wird die EcoFlow Power Station höchstwahrscheinlich stehen. Das kommt quasi genau vom Platz hin, dass man vorne noch gut sitzen kann, dass die hier hinten dann fest ist. Wir müssen jetzt natürlich nochmal das alles irgendwie ein bisschen vernünftig bauen, dass die sich dann nachher auch nicht bewegt. Aber dann haben wir diesen Platz hinterm Sitz schon mal ganz gut genutzt, weil da kommt man vielleicht nicht so gut ran. Hier muss man nicht oft ran. Eigentlich recht platzsparend, dass es jetzt genau passt. Wir finden es gut, aber es ist noch nicht final entschieden, ob es so bleibt. Aber ich glaube, jetzt erstmal bin ich damit happy. So darf es gerne weitergehen mit den Ausbauten. Also ich meine, wir haben schon das ein oder andere Mal geflucht, aber dass es weiter so easy peasy läuft und funktioniert. Es waren schon viele Flucher dabei. Ja, Ganz so easy peasy war es nicht. Das stimmt. Aber wir freuen uns auf jeden Fall mega, den Jimny jetzt auf Vordermann zu bringen, coole Gadgets einzubauen. Und ja, es ist auch schon einiges angekommen. Es bleibt spannend. Und ja, wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, wie wir dieses kleine Mini-Teil auf die Straße bringen, dann abonniert am besten doch mal unseren Kanal. Das Video liken nicht vergessen und unten in die Kommentare immer ein Support-Herz und daneben kommt das Emoji der Woche, was diese Woche auf jeden Fall eine Batterie ist. Gerne eine volle Batterie, weil das funktioniert ja. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder nächste Woche. Danke. Der wird richtig nice, der Jimny. Hast du schon Danke gesagt? Ich habe schon Danke gesagt. Ende.